In diesem Video schauen wir uns wieder Affinity Version 2 an, und zwar den Affinity Designer. Wie gesagt, Affinity Designer ist ein Vektorprogramm, das ähnlich wie Illustrator funktioniert und wo es jetzt dank der Version 2 viele neue Funktionen gibt. Ich verlinke hier einmal im Video das Video Version 1 gegen Version 2 sozusagen. Da kannst du dir mal die Unterschiede anschauen, was es früher gab und was es jetzt alles so Schönes gibt. Und natürlich hat sich auch ansonsten einiges getan und deswegen schauen wir uns in diesem Video einmal das Dateimenü an. Bevor wir das tun, abonniere doch bitte unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten, und vergiss den Like-Button nicht. Ja, und wenn dir Affinity zusagt, wenn du richtig Lust hast, Affinity zu lernen, dann ist es eine gute Idee, wenn du dir auch noch unseren Kurs anschaust. Den verlinke ich hier unten in der Infobox. Da geht es nämlich in 15 Stunden wirklich um fast jede Funktion, die Affinity Designer zu bieten hat. Und nicht zu vergessen, es gibt noch eine ganz wichtige Sache, nämlich Tutorials. Es gibt in dem Kurs ganz viele Workshops zum Ausprobieren. Das heißt, wir machen auch wirklich was. Es geht nicht nur um die einzelnen Funktionen, die du erlernst, sondern in den einzelnen Workshops lernst du auch noch wirklich das, was du gelernt hast vorher, anzuwenden. Deswegen, das macht den Kurs unglaublich wertvoll. Ja, und jetzt geht's erstmal los. Wir schauen uns das einmal das Dateimenü an. Ich habe jetzt hier einmal Affinity Designer 2.0 geöffnet und zu dieser Suite Affinity Designer gehört auch noch das Programm Foto und das Programm Publisher, die du dir alle zusammen auf der Serif-Webseite kaufen kannst, als Bundle sozusagen. Wir wollen aber hier nur über Affinity Designer sprechen. Und wenn du das öffnest, ja, es sieht ein bisschen anders aus, aber nicht so ganz so doll. Du kannst es öffnen und es sieht so aus, wie ich das jetzt hier habe. Oder aber, wenn du unter Datei neu gehst, dann kann es auch sein, dass es genau so startet. Das kannst du entscheiden, indem du unten links beim Start anzeigen das anklickst oder eben auch nicht. Ich habe das jetzt hier angeklickt und ich finde das auch eigentlich toll, wenn das hier startet mit diesem, weil ich von dieser Dialogfläche aus kann ich entweder ein neues Dokument erstellen, ein altes Dokument öffnen. Ich kann aber auch aktuelle Dokumente, die ich gerade bearbeitet habe, mir anzeigen lassen, auf Vorlagen zugreifen, ja, und sogar Beispiele ansehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das braucht unbedingt, aber im Prinzip kann ich von hier aus gut loslegen. Wir gehen jetzt mal hier alle Punkte durch, damit du ein wenig bekannt damit wirst. Und dazu starte ich mal ganz oben bei Konto. Und hier siehst du schon, das ist definitiv neu und anders. Du siehst nämlich hier, für wen das Programm lizenziert ist. Du kannst das aktivieren oder eben deaktivieren. In dem Fall ist es natürlich aktiviert für meinen Computer. Und du siehst hier, welches Betriebssystem auf meinem Computer verwendet wird. Die ID siehst du auch noch. Und, das finde ich ganz toll, unter meine Add-ons kannst du alles anzeigen lassen oder wird alles angezeigt, was du im Shop von Serif gekauft hast. In dem Fall ist das jetzt hier ein Pinselpaket, was ich hier habe. Und dazu gehört auch immer eine Lizenz und du kannst auch immer entscheiden, installiere ich oder eben auch nicht, was sehr praktisch ist. Wenn du zum Beispiel ja, keinen Platz auf deinem Computer hast oder das eigentlich nicht brauchst, kannst du es natürlich auch hier wieder loswerden. Aber im Großen und Ganzen sind hier all deine Add-ons angelegt und der richtige Vorteil davon ist, natürlich, ja, du kannst die nicht verlieren, ne? Also oftmals ist es ja so, wenn man digitale Produkte kauft, ja, irgendwann geht einem das auf dem Rechner so ein bisschen verschütt, ne? Und so, wenn du die in dem Affinity Shop kaufst, werden die hier alle angezeigt. Ja, im nächsten Schritt klicken wir hier mal auf Neu. Und hier siehst du schon alle Vorgaben, die schon vorhanden sind. Er hat verschiedene Kategorien. Obwohl das hier auf Deutsch stehen ist, haben wir hier Print, Press Ready, wir haben Foto, Web, natürlich mit Social Media Dateien. Finde ich auch besonders gelungen. Hier nochmal ein paar Vorgaben für Instagram zum Beispiel. Dann haben wir hier Devices wie iPad, iPhone, Apple Watch sogar und natürlich Android. Und dann haben wir noch irgendetwas, was Architectural heißt, was immer das sein mag, sage ich jetzt mal. Die meisten von uns werden keine Architekten sein, deswegen ja, kannst du es im Prinzip auch löschen. Und das ist jetzt hier eine tolle Sache von diesem Neumenü, also diesem Vorgabenmenü sozusagen. Du kannst nämlich hier eigene Vorlagen erstellen und anlegen. Und dazu gehst du zum Beispiel unten links auf dieses Pluszeichen. Und wenn du da draufklickst,
kannst du hier eine neue Vorgabe erstellen. Jetzt ist es aber so, und das ist so ein bisschen, ja, sagen wir mal, verkehrt rum gedacht. Wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich dieses Arch A, weil ich das eben markiert habe. Und ja, das möchte ich ja gar nicht. Ne? Ich möchte ja eine eigene Vorlage speichern. Und das funktioniert ein bisschen anders. Deswegen gehen wir nochmal auf Abbrechen und stellen uns erstmal eine neue Vorlage ein unter Layout. Klicken wir mal drauf und dann sind das die alten Angaben, die wir gerade hatten von Arch A. Ich mache jetzt mal eine 12x12 Inch Vorlage in 300 dpi. Klick auch noch Artboard an, weil ja, ich arbeite gerne mit einem Artboard. Klick dann an, welche Dokumenteneinheit ich haben möchte. Und dann kann ich natürlich noch die Farbe auswählen, also das Farbprofil. In dem Fall Farbformat einmal, ob ich jetzt RGB haben möchte oder CMYK. RGB für alles, was am Bildschirm stattfindet und CMYK für alles, was du drucken möchtest. Wir lassen das jetzt bei RGB, aber du sollst wissen, dass es verschiedene Farbprofile gibt. Wenn man einmal auf Farbprofil klickt, dann siehst du hier schon ganz viele verschiedene Farbprofile, die man halt anwählen könnte. Brauchen wir jetzt hier alles nicht, aber es ist gut zu wissen, dass es so etwas gibt. Für verschiedene Druckereien gibt es zum Beispiel verschiedene Farbprofile. Gerade wenn du es drucken lassen willst, ist das unschlagbar. Gehen wir jetzt auf Rand, können wir uns einstellen, welchen Rand unser Dokument haben will, oder das halt auch ganz ausstellen, je nachdem, wie man es eben möchte. Ich habe das jetzt hier auf 1 Inch stehen. Anschnitt, Skalierung, auch hier kannst du noch Änderungen vornehmen. Und wenn das passiert ist, ja, kannst du entweder einfach auf Erstellen klicken, aber wir wollen ja jetzt eine Vorlage haben. Deswegen gehen wir unten links jetzt auf das Pluszeichen. Jetzt wird wieder unser Arch A aufgenommen, aber immerhin mit unseren neuen Vorgaben. Jetzt wollen wir aber das Ganze in 12x12 haben und wir wollen das in einer eigenen Kategorie haben. Das heißt, in dem Fall ist jetzt für Web, also klicke ich hier Web an und ich kann mir auch noch ein eigenes Symbol auswählen, was immer ich dafür haben möchte, und klicke dann auf OK. Und jetzt passiert Folgendes. In meiner Kategorie Web ist jetzt die Vorlage 12x12 drin. Und wenn ich da drauf klicke und dann mal auf Layout gehe, dann sehe ich alle Vorgaben, die ich gerade eingestellt habe, inklusive Artboard. Jetzt gehe ich einmal auf Erstellen. Einfach nur, um dir mal direkt einen anderen Punkt noch zu zeigen, und das sind Vorgaben exportieren. Das heißt, wenn ich jetzt unter Datei gehe und Vorlage exportieren anklicke, kann ich das speichern. Aber ich möchte das natürlich synchron haben auf all meinen Geräten. Das heißt, wenn ich das Ganze im iCloud Drive ablege und ich habe jetzt zum Beispiel ein iPad und einen Mac, dann ist es natürlich sinnvoll, das synchron zu halten. Und deswegen werde ich mir, bevor ich das tue, im Finder einen Ordner erstellen im iCloud Drive und ja, nenne den einfach mal Vorlagen. Dann weiß ich direkt, das ist für Affinity. Ja, mach das mal zu. Und dann exportieren wir die Datei einmal dahin. Dann können wir das nämlich auch gleich sehen. Also Datei als Vorlage exportieren. Und ja, achte natürlich darauf, dass du jetzt im richtigen Ordner bist. Vorlagen. So, und jetzt geben wir der Sache einen Namen, nämlich 12x12 einfach. Und klicken unten rechts auf Sichern. Ja, und wenn ich jetzt Datei neu öffne, dann ist etwas Tolles passiert. Dann habe ich unter Vorlagen erst einmal noch nichts. Aber wenn ich jetzt unten links auf das Pluszeichen klicke, kann ich meinen Vorlagenordner damit verknüpfen. Und das mache ich auch direkt, weil iCloud Drive ist natürlich auf allen Geräten vorhanden. Also klicke ich hier auf Vorlagen, dann unten rechts auf Auswählen und dann ist er hier in Vorlagen vorhanden. Und du siehst auch schon das Bild für meine 12x12 Datei. Kann ich jetzt sehen und kann ich auch hier öffnen. Wir haben jetzt noch nicht über Öffnen gesprochen und über Aktuellstes machen wir jetzt noch mal eben. Das ist eigentlich sehr selbsterklärend. Wenn ich auf Öffnen klicke, kann ich entweder hier eben meine Vorlagen erstellen, weil es ja eine Affinity-Datei. Ich kann aber auch von jedem anderen Bereich meines Computers kann ich hier ja, Dateien öffnen und die dann in Affinity laden. Und ich kann, wenn ich vorher an irgendeiner Datei gearbeitet habe, unter Aktuellste
würde ich dann eine Liste an Dateien sehen, woran ich gearbeitet habe, könnte ich da drauf klicken und die öffnen und kann die dann auch verwenden. Ja, Beispiele ist ebenfalls ziemlich selbsterklärend. Ja, einfach neue Beispiele. So würde das Ganze auch unter aktuellste aussehen, wenn ich den Dateien da drin hätte. Hier kannst du dir das einmal runterladen, mal anschauen, wie andere Designer das machen. Ist jetzt nicht unbedingt nötig für uns, ne? Hier muss man sich das erstmal einmal runterladen. Ja, wie auch immer. Ich öffne es mal einmal kurz. Jetzt kannst du dir hier zum Beispiel die Ebenenpalette anschauen. Ja, wenn wir das jetzt verändern und abspeichern würden, dann wäre es natürlich unter aktuellste und könnte ich mir das da ansehen. Ja, wie auch immer, das ist erstmal das neue Datei-Öffnen-Menü. Sehr vielfältig, sehr viele Vorgaben, die ich hier schon anlegen kann. Ich kann mir auch hier schon einiges sortieren und ja, man sollte sich so ein bisschen vertraut damit machen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, ja, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken. Und natürlich schau dir auch unseren großen Kurs an, den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung und ja, ich verlinke auch hier noch einmal die Playlist zu den anderen Videos rund um das Thema Affinity Designer Version 2, die dir garantiert hilfreich für dich sind, wenn du auf Affinity umgesattelt hast. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!